Hallo zusammen und willkommen auf Zypern! Wir verbringen unseren zweiten AIDA-Tag in der Stadt Limassol und den dritten Tag in der Hauptstadt Nikosia, allerdings im türkischen Teil. Offenbar bin ich eine ganz schlechte Vloggerin, denn ich habe doch tatsächlich vergessen, auch nur ein einziges Video aufzunehmen, als ich in der Stadt Limassol war. Shit happens! Allerdings habe ich mir diesen wundervollen Hut in Limassol gekauft, der mich von nun an auf jede meiner Reisen begleiten wird. In Limassol haben wir super viele touristische Sachen gemacht, wie so typische Touristen nun mal sind. Wir haben ganz viele nervige Touristenfotos gemacht, wir haben geshoppt, wir haben gefaulenzt, wir haben lange Spaziergänge am Meer gemacht, wie sich das gehört. Und am nächsten Tag sind wir dann in die Hauptstadt gefahren, nach Nikosia. Aktuell ist das die einzige Hauptstadt auf der Welt, die von zwei verschiedenen Regierungen geführt wird, nämlich von Zypern und von der Türkei. Zuerst mussten wir durch die Grenzkontrolle, die super streng kontrolliert wurde und wo wir weder Fotos machen konnten oder auch nur ein einziges Video. Von daher gibt es da kein Beweismaterial. Immerhin betraten wir ja auch ein ganz neues Land, nämlich die türkische Republik Nordzypern. Allerdings wird die türkische Republik Nordzypern auch nur von der Türkei anerkannt und sonst nicht von der internationalen Staatengemeinschaft. Aus diesem Grund mussten wir zwar unsere Pässe vorzeigen, allerdings durfte man dort keinen Stempel machen. Das heißt also, wir haben unsere Pässe vorgezeigt und dann haben wir ein Blatt Papier bekommen, nämlich so eins, auf dem dann gestempelt wurde. Hier steht mein Name drauf, meine Ausweisnummer und meine Nationalität. Und dann gab es hier zwei Stempel, einen roten und einen blauen, einen für die Einreise und einen für die Ausreise 3 Stunden später. Und das ist dann ein Visum, ein gültiges Visum für die türkische Republik Nordzypern. Dieses Blatt durften wir natürlich nicht verlieren, denn immerhin wollten wir auch wieder raus aus Nordzypern. Und das ging nur dann. Und da wären wir in Nordzypern an einem wunderschönen heißen Tag. Wir gingen durch die kleinen schmalen Gassen zur Selimiye-Moschee. Hier seht ihr schon den Turm der Moschee, das Minarett. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt diese Moschee war, aber es war die erste, die ich je in meinem Leben betreten habe. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen und konnten dann den weichen Teppich, der in der ganzen Moschee ausgebreitet war, betreten. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Teppich gesehen. Er war wirklich sehr weich. Er hatte offenbar noch irgendeinen anderen, nahezu federnden Untergrund. Man konnte sehr bequem barfuß drauf laufen. Dies war keine typische Moschee, das ist mir sofort aufgefallen. Sie sah eher so aus wie eine ganz normale Kathedrale. Und wie es sich herausstellte, war dies tatsächlich auch früher einst einmal eine Kathedrale gewesen, die auch gar nicht gen Osten, also Mekka, ausgerichtet ist. Daher ist das jetzt eine Moschee, die nun mal nicht nach Osten zeigt, was natürlich total untypisch für Moscheen ist. Und dann sind wir hier gelandet. Das ist ein alter Handelsort. Hier kamen früher Händler mit ihren Karawanen an und betrieben Handel. So, das war ein kleiner, aber feiner Einblick in die geteilte Stadt Nikosia. Hier sei nochmal erwähnt, dass wir für diese Stadt extra
extra eine bestimmte Tour dazu gebucht haben, die diese Moschee und den Handelsplatz mit inbegriffen hatte. Allerdings waren da auch sehr viele AIDA-Touristen, die auf eigene Faust die Stadt erkundigten, mit einem eigenen Programm. Dies ist sicherlich auch eine tolle Alternative und man ist komplett ungebunden. Und danach machten wir uns auch schon wieder auf den Weg zurück zur AIDA. Hier sind die alten Gebäude und engen Straßen sehr auffällig. Ein Auto käme hier nie durch. Und hier noch ein paar Eindrücke. So, jetzt kommen wir aber zum AIDA-Abendprogramm. Die Show-Acts an diesem Abend haben mich richtig umgehauen. Ich war so begeistert. Im Theatrum wurde ein Musical aufgeführt. Es wurde live getanzt, live gesungen. Dort war ein wundervoller Chor, der richtig mit eingestimmt hat, und eine Sopranistin, die gesungen hat. Mamma mia! Gänsehaut pur. Die Aufführung war eine Mischung aus Ein Sommernachtstraum, Alice im Wunderland, Der Zauberer von Oz und die Filme von Tim Burton. Und diese Mischung, die war phänomenal. Ich liebe sämtliche Filme von Tim Burton und auch diese ganzen Märchenfilme wie Alice im Wunderland und Der Zauberer von Oz. Und das war eine perfekte Mischung. Schaut es euch einfach mal an. Hier ein kleiner Einblick.
Danach gab es natürlich die obligatorische Aftershow-Party am Sonnendeck. Kein Wunder bei der besten Teilnehmer. Der Reihe nach. Und es wurden sehr viele Spiele organisiert. Hier versuchen wir zum Beispiel mit der schmalen Seite des Hammers einen Nagel in den Baumstamm zu schlagen. Derjenige, dem dies gelingt, wird bejubelt, doch der Mann oder die Frau rechts vom Sieger hat damit die rote Karte. Denn er muss nun für alle Teilnehmer eine Runde ausgeben. Und das erklärt auch den erleichterten Gesichtsausdruck des jungen Mannes rechts neben mir, jedes Mal, wenn ich daneben haue. Wenn er getroffen hätte. Mein Herz läuft Marathon und die mich kennen, wissen schon. Dann hab ich Lust gewonnen nach dir. Wir haben uns 1000-mal gesehen. Ja, warte nur. Nächte sind durchgedreht. Alles anders wird entscheiden. Setz alles aufs Spiel und hoff, dass du mich glücklich machst. Wir haben 100 leuchtende Sterne. So, das war der zweite und der dritte Tag auf der AIDA Diva. Morgen haben wir einen ganzen Seetag vor uns. Das bedeutet, wir verbringen einen ganzen Tag auf dem Schiff und ich zeige euch die wunderschönsten Ecken des Schiffs AIDA Diva. Also lasst euch überraschen und bis morgen. Tschüss!